Hallo Freunde, willkommen auf unserem Kanal. Schauen Sie sich unser Video bis zum Ende an und schreiben Sie unten Ihre Eindrücke und Kommentare. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Erlebnis. Wenn Sie sich bis auf die Knochen anstrengen und viel Geld mit nach Hause nehmen, ist das keine Garantie dafür, dass Ihr Eheleben glücklich und problemlos verläuft. Manchmal überrascht Sie Ihre Frau oder Ihr Mann auf eine Weise, die Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellt und Ihnen gleichzeitig die Augen öffnet. Ich weiß nicht, ob die Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde, tatsächlich passiert ist oder nicht. Aber wie oft kommt es in der Praxis vor? Diese Geschichten basieren auf wahren Begebenheiten. Ich bekleide derzeit die zweithöchste Position in der Geschäftsleitung der Bank und war vor 10 Jahren nur stellvertretender Leiter der Arbeitsabteilung. Vor allem vor dem neuen Jahr gab es viel, aber das Gehalt und der Bonus stiegen am Ende deutlich an Jahr. Deshalb haben meine Frau und ich die Neujahrsfeiertage sehr genossen. Wir fuhren in die Schweizer Alpen, wo die Luft wunderbar war, im Großen und Ganzen war alles großartig, aber nach Nächten voller Zärtlichkeit und Tagen voller Freude wollte ich überhaupt nicht mehr zur Arbeit gehen. Die Kommunikation mit meiner geliebten Julinka beschränkte sich hauptsächlich auf die Nacht- und Morgenstunden. Allerdings haben die Reisekosten meinen Geldbeutel stark strapaziert und es war notwendig, wieder aktiv mit dem Geldverdienen anzufangen. Im Laufe des Monats haben wir mehrere Währungsgeschäfte abgeschlossen und neue Investoren aus dem Kreis der Eigentümer großer Unternehmen gewonnen. Der Chef war begeistert, er versprach mir einen beruflichen Aufstieg in eine höhere Position. Du wirst zu mir gehen, sagte er mir. Ich dachte, es wäre ein guter Zeitpunkt, um Urlaub zu bitten, und ich kann mir 2 bis 3 Tage Zeit nehmen. Ich mache eine Pause. Schließlich sehe ich uns nur nachts. Und würde ich tagsüber bei ihr bleiben wollen? Er hat das Papier sofort für mich unterschrieben. Okay, wir zahlen dir 3 Tage Urlaub und er gab mir den unterschriebenen Antrag zurück. Ich war zufrieden und werde auch finanziell nicht verlieren. Ich bin nicht nach Hause gefahren, sondern direkt geflogen. Es dauerte 3 Stunden, bis meine Frau von der Arbeit nach Hause kam. Ich freute mich schon darauf, sie mit einem guten Abendessen zu überraschen, und alles hat geklappt. Als sich die Tür öffnete, wartete ich schon im Flur, ich zog ihr Mantel und Stiefel aus, sie war sehr überrascht, als sie mich zu Hause sah, denn ich war bester Laune, ich beschloss, einen Witz zu machen. Wegen Stellenabbau wurde ich entlassen. Es ist nicht schlecht, dass jemand sich jetzt ein wenig mit seiner geliebten Frau entspannt. Sie sah mich überrascht an, sie sagte nichts und wir gingen zum Abendessen ins Bett, sie drehte mir den Rücken zu und sagte, dass sie unbedingt schlafen wollte. Sie reiste am Morgen nach dem Frühstück ab. Ich versuchte ihr zu sagen, dass ich meine Freizeit gerne mit ihr verbringen würde, aber sie erwiderte: Ich habe meiner Mutter vor langer Zeit versprochen, dass ich zu ihr kommen würde, ich würde spät zurückkommen, und sie kam wirklich erst nach Mitternacht zurück. Einen Tag später wurde im Fernsehen ein Fußballspiel meines Lieblingsvereins übertragen. Die Frau saß auf der Couch und starrte aufmerksam auf ihr Handy. Ich ging zu ihr und schaltete den Ton ein. Julie fragte plötzlich, wann ich mir einen Job suchen würde. Ich habe ihre Aufgabe bereits mit meinen Gedanken zum Fußball beantwortet und warum ich jetzt zufrieden bin, so passt es zu mir. Anstatt mir zu antworten, ist meine Frau abgehauen, also willst du an meinem Hals hängen. Endlich wurde mir klar, dass sie meinen Entlassungswitz ernst nahm. Ich küsste sie und gab zu, dass ich Witze machte, woraufhin sie mich auslachte und ins Nebenzimmer rannte. Am Abend rief der Nachbar meiner Eltern aus der Hütte an und fragte, ob er bei mir bestellen könne. Ein Küchentisch nach meinem eigenen Entwurf. Früher habe ich hier gute ähnliche Möbel hergestellt, deshalb werde ich mit der Tischlerei beginnen, aber nur am Wochenende. Ich ging ans Telefon. 3 freie Tage vergingen schnell und nicht sehr angenehm. Ich ging früh zur Arbeit, meine Frau schlief noch und ich wollte sie nicht wecken. Der Chef sagte, dass er bereits eine Beförderungsmitteilung erhalten und die notwendigen Unterlagen für meine Ernennung zum Leiter der Montag an die Direktion geschickt habe. Ich war sehr froh. In dieser Position war die Bezahlung auf einem ganz anderen Niveau, deshalb wollte ich auch meine Frau aufmuntern. Ich habe sie mehrmals angerufen, aber ihr Telefon war nicht erreichbar. Am Ende wird es besser so sein, sagte ich mir, zumindest werde ich sie am Abend überraschen, dann kaufte ich einen wunderschönen Strauß ihrer Lieblingsrosen, teuren Weißwein und Kerzen. Ich stellte mir vor, ich würde ein romantisches Abendessen vorbereiten.
Zu Hause herrschte Stille auf dem Tisch, Gott weiß, warum der Laptop an der Wand im Schlafzimmer fehlte, auf der Leinwand war kein Bild gemalt. Der Schrank war völlig leer, als ich mich umsah, bemerkte ich aufmerksam, dass auch das Gemälde eines zeitgenössischen Malers, das wir für hartes Geld gekauft hatten, an der Wand fehlte. Übrigens war überhaupt kein Geld in der Kiste, in der wir das gesamte Bargeld aufbewahrten. Ich beschloss, zu Julias Mutter zu gehen, weil ich überzeugt war, dass ich dort meine Frau finden würde. Ja, ich habe dort tatsächlich meine Frau gefunden, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als ich erwartet hatte. Ich habe lange versucht, sie in der Wohnung zu erreichen, sie anzurufen, aber niemand meldet sich. Also beschloss ich, auf dem Spielplatz zu warten. Am Abend hörte ich ein bekanntes Lachen, meine Julie näherte sich dem Eingang und umarmte ihren Ex-Mann. Ich sprang aus den Büschen wie ein wütender Löwe, obwohl ich jetzt verstehe, dass ich eher wie ein Esel aussah. Julie, was macht er hier? Was machst du hier jetzt, wo ich das Haus verlassen habe? Kam es dir nicht mehr in den Sinn, dich nie wieder zu sehen? Aber warum? Ich habe einen Bankier geheiratet, keinen Tischler, und Sergei verdient jetzt sehr gut. In diesem Moment blinzelte sogar Sergei überrascht. Ich war sehr aufgeregt und mir wurde plötzlich klar, dass eine Frau an den Tagen, an denen wir Gold, Pelzmäntel oder ein neues Auto kauften, immer in bester Stimmung war. Mein Gott, ich habe 3 Jahre lang mit einer Fälschung gelebt, dachte ich und nach warf Gegenstände in den Müll, die Teile eines geplanten romantischen Abendessens sein mussten. Nachdem wir offiziell geschieden waren, hatte ich plötzlich eine Entscheidung getroffen. Dass sie sich bis zu einer Position im Management der Bank hocharbeiten. Gleichzeitig arbeitete ich wie ein Pferd, hatte plötzlich mehr Zeit, ich reiste durch das ganze Land und ins Ausland. Jetzt habe ich viele Dinge, von denen ich vorher nie geträumt habe. Ich habe wieder geheiratet, jetzt haben wir einen heranwachsenden Sohn, und ich habe meine Ex-Frau kürzlich kennengelernt. Als sie bemerkte, dass ich aus einem Lamborghini ausstieg, kam sie näher und lächelte. Du hast einen neuen Job, du bist ein persönlicher Fahrer, ein wunderschönes Auto. Was hast du gedacht, Julinka, ich fahre mein Auto. Und wo lässt es sich so gut bezahlen? Nun ja, in derselben Bank, nur bin ich jetzt Miteigentümerin. Übrigens, vielen Dank, mein Lieber, wenn du nicht gegangen wärst. Vielleicht arbeite ich heute noch in derselben Abteilung. Du machst Witze, sie wurden damals gefeuert, aber überhaupt nicht. Sie gaben mir 3 Tage frei und bezahlten AO, die Entlassung war ein schlechter Scherz, aber jetzt finde ich es lustig, aber du hast mich nicht reden lassen, als ich versuchte, es dir zu erklären. Glückwunsch, sie biss die Zähne zusammen und fuhr zum zweiten Ende. Ein paar Wochen später fuhr auf dem Parkplatz ein Žiguli 10 AV an mir vorbei. Meine Ex-Frau mit ihrem Mann. Jedermann verlässt sich darauf, dass eine Frau aus Liebe und nicht aus Kalkül eine Familie mit ihm gründet. Ob dies jedoch in der Realität der Fall ist, sollte beachtet werden, da wir auf eine ähnliche Situation bei der Gegenüberstellung stoßen können. Daher ist es wichtig, in jeder Ehe auch an die eigene finanzielle Unabhängigkeit zu denken. Und das ist alles für heute, Freunde. Teilen Sie diese Geschichte mit Ihren Lieben und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu liken und zu abonnieren, bis wir uns bald sehen.